Hallo liebe werdende Mama, ich bin Marie und in diesem Video habe ich dir die 5 Dinge zusammengestellt, die du im Frühwochenbett auf keinen Fall tun solltest. Das Frühwochenbett, also die ersten 14 Tage nach der Geburt, dient zum Ankommen und Eingewöhnen als Familie. Der Körper kann in diesen 2 Wochen die Wundheilung eventueller Geburtsverletzungen abschließen, das Stillen spielt sich Schritt für Schritt ein und die erste Rückbildung findet statt. All diese Vorgänge brauchen Kraft und Ruhe. Sie sollten nicht unterschätzt werden. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Das Wochenbett soll der frisch gebackenen Mama und dem Baby nach der Geburt zur Regeneration dienen. Außerdem soll es sowohl den frisch gebackenen Eltern als auch dem Baby Zeit geben, anzukommen und sich in diese vollkommen neue und aufregende Situation einzufinden. Im folgenden Video möchte ich dir daher 5 Dinge vorstellen, die du im Wochenbett auf keinen Fall tun solltest. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Nummer 5. Die Wohnung putzen. Je nachdem, wie empfindlich und ordnungsliebend du bist, fallen dir eventuell jedes kleine Staubkorn auf, das auf dem Boden liegt und jeder Wasserfleck auf dem Badezimmerspiegel auf. Wenn du zu dieser Sorte Frau gehörst, wird es dir wahrscheinlich ein wenig schwerer fallen, diesen ersten Tipp zu beherzigen. Aber lass es einfach mal drauf ankommen, nichts zu tun. Wenn du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst, lohnt es sich eventuell im Vorfeld darüber nachzudenken, für die ersten 3 bis 4 Wochen nach der Geburt eine Reinigungskraft zu finden, die 1- oder 2-mal die Woche vorbeikommt und einmal durchwischt. Da du die ersten 2 Wochen nach Möglichkeit sowieso im Bett verbringen solltest, macht es Sinn, sich bereits in der Schwangerschaft das Schlafzimmer als Wohlfühloase fürs Wochenbett herzurichten. So kannst du sicherstellen, dass das Schlafzimmer, also alles, was sich in deinem Blickfeld befindet, dann nach der Geburt aufgeräumt und ordentlich ist. Außerdem kannst du bereits einige Wochen vorher alle nötigen Dinge wie zum Beispiel Taschentücher, Windeln, feuchte Tücher, Spucktücher etc. in Reichweite legen. Du hast also ein Umfeld, in dem du dich wohlfühlen kannst und alle anderen Räume sind in dieser Zeit unwichtig. Nummer 4. Mehr als 3 Leute auf einmal zu Besuch haben. Die ersten Tage und Woche können anstrengend werden. Hormonchaos, Stillmarathon, Schlafmangel. Das kann schnell in Stress und Verzweiflung umschlagen, die sich oft auch auf das Baby überträgt. Es wird unruhig, schläft schlechter, trinkt nicht mehr am Stück, weint mehr und lässt sich nicht sonderlich gut beruhigen. Es handelt sich hier also um eine negative Wechselwirkung. Wenn man das weiß, kann man aber auch bewusst dagegen steuern und sie zum Positiven beeinflussen. In den ersten Lebenswochen ist es daher sinnvoll, zusätzlichen Stress, der hier von außen in Form von Besuch entstehen kann, ein wenig einzuschränken. Nicht nur für die frisch gebackene Mama kann es stressig sein, übermüdet in die Gastgeberrolle zu schlüpfen, sondern auch für das Baby. Besuch bedeutet immer eine erhöhte Lautstärke, neue Gesichter, neue Gerüche und sehr, sehr viel zum Verarbeiten für das Neugeborene, das die Welt gerade erst kennenlernt. Meistens kommt die daraus resultierende Unruhe dann abends vor dem Schlafengehen. Weinen, schreien, jammern. Daher macht es Sinn, den Besuch vor allem in den ersten Wochen auf mehrere Tage zu verteilen und auch hier ganz entspannt an die Sache heranzugehen. Klar kommunizieren, was man sich wünscht. Zum Beispiel, dass der Besuch Kuchen mitbringt, dass die Besuchszeit nicht zu lang wird oder den Besuch im Notfall auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. So wie es für Mama und Baby am besten ist. Nummer 3. Ständig aufstehen. Wie bereits erwähnt, gehört die frisch gebackene Mama unabhängig davon, wie anstrengend die Geburt war und wie gut sie sich schon fühlt, ins Bett. Der Körper kann sich besser erholen und die werdende Mama kann sich auf das Wichtigste konzentrieren. Eine Bindung zum Baby aufbauen, stillen, schlafen und essen. Alles andere ist in den ersten 2 Wochen nicht wichtig und kann warten. Ständiges Aufstehen führt sehr schnell dazu, dass man irgendwas in der Wohnung entdeckt, das geputzt, aufgeräumt oder mal eben erledigt werden könnte. Das wiederum führt zu Stress, der auch einen Milchstau oder einen Wochenflussstau begünstigen kann. Aus diesem Grund sollte die Welt zumindest in den ersten 2 Wochen nicht größer sein als das heimische Schlafzimmer. Nummer 2. Durch Tipps und Ratschläge verunsichern lassen. Gerade beim ersten Baby ist alles neu und die Unsicherheit anfangs meist noch recht groß. Das macht junge Mamas sehr schnell anfällig für Selbstzweifel durch gut gemeinte Kommentare und Ratschläge.
Kommentare von Omas, Tanten, Freundinnen, Nachbarn oder auch Leuten auf der Straße oder im Supermarkt. Sei dir darüber im Klaren, dass diese Leute keine bösen Absichten haben. Sie wollen dich weder verunsichern noch kritisieren. Es sind aber meistens die beiden Dinge, die bei einer frisch gebackenen Mama dadurch aufkommen. Unsicherheit und das Gefühl, korrigiert worden zu sein. Sieh die Kommentare als das, was sie sind. Ratschläge, Vorschläge, eine andere Sichtweise. Manchmal werden solche Aussagen einfach nur getätigt, um ein Gespräch in Gang zu bringen oder Vorschläge aus der eigenen Erfahrung heraus. Sei dir daher bewusst, dass du letzten Endes entscheidest, wie du mit deinem Ratschlag umgehst, ob sie dir helfen oder ob sie das komplette Gegenteil bewirken. Wenn du merkst, dass sie dich mehr verunsichern, als dass sie dir helfen, schenke ihnen keine große Beachtung. Kommen diese Ratschläge von Personen aus deinem näheren Umfeld, hilft es dir vielleicht zu erwähnen, dass du dich sehr darüber freust, Tipps zu bekommen, aber dass du erst einmal auf dein Bauchgefühl hörst, deine eigenen Erfahrungen machen möchtest und bei Bedarf noch einmal gezielt nachfragen wirst. Egal welche Variante du wählst, achte darauf, dass es dir und deinem Baby damit gut geht. Nummer 1. Selber kochen. Vor allem wenn die Mama stillt, ist der Kalorienverbrauch gerade in den ersten Wochen um einiges höher als normalerweise. Das heißt, der Körper braucht genügend zu essen. Am besten ausgewogen und gut verwertbar. Hier hast du mehrere Möglichkeiten, um die ersten 2 Wochen nach der Geburt gut versorgt zu sein. Zum einen kannst du vorkochen. Das setzt allerdings voraus, dass dein Eisfach groß genug ist. Ist das der Fall, kannst du in den letzten Wochen der Schwangerschaft entweder die doppelte Menge deiner Lieblingsgerichte kochen und die Hälfte einfrieren oder du kochst immer wieder mal eine Portion, wenn du Zeit hast. Ist dein Eisfach nicht groß genug oder bist du vielleicht doch gar nicht sicher, worauf du kurz nach der Geburt Hunger hast, kannst du Freunde und Familie einspannen und darum bitten, dass sie reihum für euch mitkochen und euch das Mittagessen vor die Wohnungstüre stellen. Also privater Lieferservice frei Haus. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, professionelle Lieferdienste in Anspruch zu nehmen. Denn auch hier gibt es mittlerweile nicht nur Pizza, Döner und Pommes, die geliefert werden können, sondern auch gesündere und weniger fettige Sachen. Und eine letzte Möglichkeit ist natürlich, dass der Partner etwas kocht, falls er Lust dazu hat. Das waren meine 5 Dinge, die du im Wochenbett nicht machen solltest. Falls du schon Mama bist und ein Wochenbett erlebt hast, schreib mir gerne unten in die Kommentare, was du im nächsten Wochenbett definitiv nicht tun würdest. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die für dich interessant sein können. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.